Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Letzte Woche hatte ich ja gesagt, dass heute das Video kommt, was ich jetzt schon ein bisschen länger am machen bin, aber das verschiebe ich jetzt einfach noch weiter, weil juckt eh keinen. Ich habe mich jetzt entschieden, das hier noch dazwischen zu schieben, weil ich will natürlich auch, dass das irgendwo fertig wird und nicht so ein halbfertiges Ding da präsentieren. Was genau das dann sein wird, sieht man aber erst, wenn es dann fertig ist. Deswegen heute nochmal was anderes, und zwar eine Reaction, was wir jetzt hier auf dem Kanal auch noch nicht in dem Sinne hatten, weil ich reagiere heute auf ein Video. Und zwar kann man hier schon sehen, ist das ein Video von Scythe1, das ist der Editor von PewDiePie, deswegen hat er auch How to Edit a PewDiePie Video gemacht. Deswegen dachte ich mir, ich schaue mir jetzt an, wie man ein Video richtig macht. Und dann gucke ich einfach mal, was ich eventuell verbessern kann. Das Video ist jetzt auf Englisch, aber ich denke mal, sind alle in der Lage, das Englisch zu verstehen, was der hier spricht. Und wenn nicht, ich rede ja ein bisschen darüber, da schauen wir dann mal, wie das dann läuft, ne? Kopfhörer auf und let's go. Hey guys, it's Scythe1 here. This has been a very highly requested video on my channel, seeing as I'm the only editor for the PewDiePie channel. So I'm gonna do it. I'm gonna show you guys how I edit a PewDiePie video. So this video is going to be an update video to my former colleague's Brad. His video is linked in the description below. I'm gonna show you guys some stuff that he's missed out. It's been quite a while. Alright, so let's start off with the first step, which is downloading the video. So I'm using Filmora 10. They happen to also sponsor. Ja gut, downloaden muss ich jetzt nicht machen. Ich mache das halt bei mir so, ne? Wenn ich das bei mir aufgenommen habe, dann geht das natürlich ganz chillig. Professional video editors Cloud. need to have great internet. Like, it's paramount. But if your internet is kind of ass, then fear not, as I've got a workaround in order to help you. So what you want to do is note down what country you have your internet. So for me, it's the UK. And then now Google search what's the best internet globally. And hopefully you should have Taiwan as your answer, like I do. Okay. What you want to do then is open any one of your favorite VPNs. Mine happens to be Hotspot Shield. And set the VPN to Taiwan. Give it a minute to make sure it works, and voila, your internet's better now. For me, I've noticed significant speed increases, as you can see here. For real? Das Internet wird besser? Natürlich macht es Sinn, der Server dort ist schneller, weil das Internet dort besser ist. Aber dein Internet, was man selber hat, wird ja nicht schneller. Now, onto the preparation part. Pop your files into Filmora. Also bis jetzt hat er noch nichts gemacht. Step 1, einfach nur das Video runterzuladen. Das hat ja noch nichts mit dem eigentlichen Edit-Prozess zu tun, ne? Let's go on to the real editing part, cutting. Yeah. So using Filmora is pretty easy. Like you just literally drag and then press cut. It's quite self-explanatory. It's not too hard. This is what you're going to be doing 99% of the time. So what you got to do is focus on looking at the waveforms and just cutting all the dead air. Like at this point, you don't even need to look at the preview. You can just turn off the preview entirely. After you get done with all the cutting, next step's to import an overlay to get that nice PewDiePie design. Felix personally suggested me to make this animated thing, but just looking at it, you can tell that it would take an age to make. And this is where, as a professional editor, you got to sort of think outside the box. Think of ways to get the desired result as quick and efficiently as possible. And the best way to get that done is to get someone else to make it. Thank you, Sleepy Tanuki, for making this for me. You saved me a ton of sleep with this. Drag and drop that in. Now we need fitting music. This step's pretty easy. YouTube is your resource. It's not too hard. Anything non-copyright would do. Slap that in. Now that's essentially it. Now what you have right now is pretty much a basic bare bones PewDiePie video done and ready for the next step, which is the more creative part, keyframing and effects. What I do to make cuts look... Okay, an sich macht das Sinn bis jetzt, ne? Also klar macht es Sinn, diese ganzen leeren Stellen rauszuschneiden, wo du nix sagst. Das Problem ist aber auch, zumindest wenn man ein Video aufnimmt, was geplant ist, gut, was jetzt bei seinen Reddit-Videos sowas natürlich nicht der Fall ist. Aber wenn man sowas aufnimmt, dann muss man eventuell einen Satz auch dreimal sagen, bis man ihn so hat, wie man ihn gern hätte. Ich meine, allein die Begrüßung von dem Video, habe ich schon dreimal aufgenommen. Hey Leute und herzlich willkommen. Hey Leute und herzlich willkommen. Hey Leute und herzlich willkommen zur... Das sind nicht nur die leeren Teile, die man rausschneiden muss, sondern ein bisschen mehr natürlich. Da muss man sich das auch mal anschauen, wo jetzt der richtige Take ist. Smooth as possible is to keyframe and position them as so. I like to zoom in a lot, as I think Felix really likes his face a bit too much. Make sure to use his nose as sort of like a guide to help you get the positioning right. And repeat this with every alternate cut as you get seamless cuts as so.
Tatsächlich, so Zoom und sowas finde ich auch gut. Würde ich auch gerne häufiger machen. Also ich meine, ich habe jetzt so ein paar Mal immer was, wo auf meine Facecam gezoomt wird. An sich wäre es natürlich sinnvoller, wenn ich einfach so hier das aufnehmen würde, weil dann hätte ich das richtige Bild so, müsste das aufnehmen und ich müsste das aufnehmen. Und dann halt so wie eben hier jetzt in dem Video das auch ist, dass ich halt beides habe und dann selbst während ich schneide quasi entscheiden kann, zeige ich jetzt das hier, wenn ich gerade mit der Kamera rede und wenn ich quasi mir was angucke, beziehungsweise wenn ich darauf reagiere, dass man das halt auch sieht. Ist aber schwierig. Also beim Aufnehmen müsste ich halt die ganze Zeit hier hin und her klicken, so würde ja gehen. Ist aber ein bisschen nervig. Deswegen wäre es natürlich sinnvoller, da so rum aufzunehmen, wenn dann der Autofokus auch funktionieren würde. It takes a while depending on how long your video is, but over time you sort of learn how to automate this and get this done as quick as possible. So keep practicing. Now for the moments where PewDiePie is super loud, which is pretty much most of the video. Ton ist natürlich problematisch. Ich merke ja auch gerade wieder hier, dass ich selbst an sich lauter rede, als das Video ist. What I like to do is add a reverb effect, as so, just to spice up the video a bit and give his voice a bit more depth. I'm just going to apply this effect to the whole video because why not? For parts where he looks a bit sad, and this is where you got to be careful because by default he always looks so sad, slap on a black and white filter, put a rain overlay that you can find on YouTube on top of that, and add some sad music in, but please, for the love of God, don't add this song in. I hate it. Ich finde ihn toll. Obligatory Phineas and Ferb reference, you just gotta sprinkle that in. At this point, make sure to save every couple of minutes, as these effects are very computer intensive. The last thing you want to do is... Speichern ist auf jeden Fall wichtig. Ist was ich mir noch nicht richtig beim Schneiden angewöhnt habe. Zum Glück gibt es bei meinem Schnittprogramm alle 10 Minuten Autosave. Gibt's wahrscheinlich bei jedem Schnittprogramm. Bei allen möglichen Programmen kann man Autosaves einstellen. Start this all over again. We're almost done now, so one thing you gotta make sure is to remove all swear words and replace them with a bass sound effect. Make sure you put the volume of the sound effect significantly higher than normal because you hate your life. It's not a real PewDiePie video if Felix doesn't reference you at some point. In my case, he references me quite a bit. I feel like he does it because he feels sorry for me. Gut, das ist jetzt natürlich aus der Perspektive von einem Editor, dass man irgendwie sich selbst nochmal mit reinbringt. Finde ich generell häufig lustig. Considering how I do 99% of the work for the channel, and for that I'd say thanks. Pay me more. So what I do is I like to add my input to everything. The more input, the better. And what you want to do now, die ganze Zeit so ein Wasserzeichen unten in die Ecke, so dass man es selbst geschnitten hat. With a stolen Cocomelon intro, and now let's render this out, title it appropriately, then upload to YouTube, and hopefully you should have a banger video ready. Basically, was habe ich jetzt gelernt? Ruhig mehr zoomen, Musik einfach irgendwo von YouTube klauen. Aber basically hat das jetzt nicht weitergeholfen. An der Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Mal sehen, ob mein Schneidestil irgendwas Sinnvolles dabei jetzt gewonnen hat. Ich bezweifle es allerdings eher. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!